am glad I got this opportunity to meditate with you and to speak to you. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit euch zu meditieren und zu euch zu sprechen. I have not been given a subject to speak on. Mir wurde kein Thema gegeben, über das ich sprechen soll. So I thought I might share with you So denke ich, dass ich mit euch teilen werde, my experiences over the years trying to teach meditation to Sri Lankans and trying to teach meditation to Westerners. die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, mit dem Versuch, Meditation Menschen zu lehren, die aus Sri Lanka kommen und Menschen, die aus dem Westen kommen. In a strict sense, there is no difference between the West and the East. In einem sehr strengen Sinne gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen dem Westen und dem Osten. According to the Dhamma, both people in the West and people in the East, generally speaking, have greed, hatred and delusion. Allgemein gesagt, nach dem Dhamma haben die Menschen im Osten sowie im Westen Gier, Hass und Nichtwissen, Unwissenheit. Perhaps they may manifest themselves differently in the context of the culture. Vielleicht manifestieren sich diese Dinge unterschiedlich im Rahmen der Kultur. So this is mainly the theme of my talk. Das ist also das Hauptthema meines Vortrags. So as you know, one difference is that Sri Lanka is considered a Buddhist country. Also wie ihr wisst, ist ein Unterschied, dass Sri Lanka ein buddhistisches Land sozusagen ist. So there is a Buddhist tradition there which is absent in the West. Es gibt dort eine buddhistische Tradition, die es im Westen nicht gibt. Perhaps you might wonder that having a tradition can always have advantages. Vielleicht denkt ihr, dass die Tatsache, eine Tradition zu haben, nur Vorteile hat. While there are advantages, there are also disadvantages. Aber während es auch Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Unfortunately, in Sri Lankan tradition, or at least the way some Buddhists practice Buddhism, Unglücklicherweise ist es in Sri Lanka so, oder zumindest bezüglich einiger Leute, die dort den Buddhismus praktizieren, so dass there is a greater emphasis on external things like ceremonies, pujas, rituals. dass dort eine große Betonung auf den äußeren Dingen liegt, wie Ritualen, Pujas und so weiter. I am not saying that they are not important, but sometimes they associate Buddhism only with those practices. Ich sage nicht, dass diese Dinge nicht wichtig sind, aber manchmal werden sie eben dort nur mit diesen äußeren Praktiken assoziiert. So that there doesn't seem to be much emphasis on the practice of meditation. Es scheint so, dass dort nicht so viel Betonung auf der Praxis der Meditation liegt. And another possible disadvantage I see is that, generally speaking, Sri Lankan Buddhists Ein anderer Nachteil, den ich sehe, ist möglicherweise, dass sri-lankanische Buddhisten would accept what is taught to them, what is present to them on authority. dass sri-lankische Buddhisten einfach akzeptieren, was ihnen von Autoritäten gesagt wird. Especially the older generation. Insbesondere die ältere Generation. Among the younger generation there is sometimes a more critical approach to
the Dhamma. Unter der jüngeren Generation findet man eher eine kritische Umgehensweise mit dem Dhamma. In this connection, I am sometimes stimulated and I enjoy the questions that Westerners ask in relation to the Dhamma. In diesem Zusammenhang liebt es mich oft sehr, die Art zu sehen, wie westliche Menschen mit dem Dhamma umgehen und ihre Fragen zu hören. So they seems to exercise a more fresh mind and also using critical faculties more than traditional Buddhists. Sie haben sozusagen einen frischeren Geist und sie benutzen mehr das Kritischsein. So this is one difference. Das ist also ein Unterschied. Another difference I have been encountering. Ein anderer Unterschied, dem ich begegnet bin, is that in relation to meditation, when Westerners have problems, dass wenn westliche Menschen in Bezug zur Meditation Probleme haben, they invariably go back to their childhood experiences. Sie gehen schnell zurück zu ihren Kindheitserlebnissen. And in relation to the problems they have had in childhood, they sometimes blame the parents for what has happened to them. Und in Bezug auf Probleme, die sie in der Kindheit gehabt haben, machen sie oft die Eltern dafür verantwortlich. Sri Lankans, generally speaking, would never go back to their childhood experiences. Sri Lankaner, allgemein gesagt, würden nie zu ihren Kindheitserlebnissen zurückgehen. So this difference interested me very much. Dieser Unterschied interessierte mich sehr stark. And I have a theory, it's only a theory. Und ich habe eine Theorie, es ist nur eine Theorie. About the possible reason for this difference. Über den möglichen Grund dieses Unterschieds. In Asian cultures, in asiatischen Kulturen, children are brought up with extended families, with their grandparents, grandmothers, uncles, nephews, and so on. Die Kinder werden in großen Familien erzogen mit Großmüttern, Urgroßmüttern, Großvätern und so weiter. So that they get perhaps too much affection and attention from everyone around them. So dass sie vielleicht zu viel Zuneigung von den Menschen, die um sie herum sind, bekommen. In the Western culture, especially perhaps after the Industrial Revolution, the child is brought up only with the parents. In westlichen Ländern, insbesondere nach der industriellen Revolution, wurden die Kinder in der Regel nur durch die Eltern erzogen. Sie sind nur mit den Eltern aufgewachsen. So it is possible that the childhood experiences they have can have a very deep impression in them, which can subsequently change their personality, or at least they seem to think so. So ist es hier eher möglich, dass Kindheitserlebnisse einen starken Eindruck auf sie machen und ihre Persönlichkeit bestimmen. Zumindest denken sie so. So I think Freud did not invent a theory, he just discovered when he met patients at the time that he was living in Vienna. Ich denke, Freud hat nicht nur eine Theorie begründet, sondern er hat
das wirklich entdeckt, als er mit seinen Patienten in Wien arbeitete. So this is another difference that I have been encountering over the years. So, das ist ein anderer Unterschied, dem ich immer wieder begegnet bin im Verlauf der Jahre. And in this connection, sometimes I find it not easy, especially when I meet people. In diesem Zusammenhang finde ich es oft nicht einfach, wenn ich Menschen treffe, who have been sexually abused as children, die sexuell missbraucht wurden als Kinder and who have been unwanted children. und die nicht gewollte Kinder waren. So when I meet such people, I have to try to give them special attention. So, wenn ich solche Menschen treffe, dann versuche ich ihnen eine spezielle Aufmerksamkeit zu geben. To try to help them to heal the psychological wounds that have been created during childhood. Um ihnen zu helfen, die psychologischen Wunden zu heilen, die durch die Kindheitserlebnisse verursacht worden sind. There is an interesting anecdote in this connection which happened in a center in Burma. Hier gibt es eine interessante Anekdote, die sich in einem Meditationszentrum in Burma abspielte. A well-known Western psychologist was meditating under a very strict teacher in Burma. Ein sehr bekannter westlicher Psychologe meditierte in diesem Zentrum unter der Anweisung eines sehr strengen burmesischen Meditationslehrers. And when he was meditating, he had very strong childhood experiences, memories coming up in his meditation. Und als er meditierte, hatte er sehr starke Erinnerungen, Kindheitserlebnisse kamen wieder ins Bewusstsein. So he goes to the teacher and relates all the experiences, all the memories that he had. So geht er also zu dem Lehrer und erzählt ihm alle Erlebnisse, die er hatte, alle Erinnerungen, die an sein Bewusstsein gekommen waren. And the teacher listens to him calmly and asks him, at which point did you have those memories? So kam der Lehrer hörte ihm sehr ruhig zu und als er seinen Bericht geschlossen hatte, fragte er ihn sehr ruhig, an welchem Punkt er diese Erlebnisse gehabt hatte. Was it at the in-breath or the out-breath? War es während des Einatmens oder während des Ausatmens? This clearly shows Dies zeigt ganz klar the different approaches. die verschiedenen Ansätze. Another difference I encounter is about the problem of guilt. Ein anderer Unterschied, dem ich begegne, ist das Problem der Schuld, des sich schuldig fühlens. I meet many Westerners who suffer very much from guilt. Ich treffe sehr viele westliche Menschen, die sehr stark unter diesem sich schuldig fühlen leiden. In fact, when I meet them in Germany, I tease them. Wenn ich sie in Deutschland treffe, dann ärgere ich sie. I tell them that you have a Kafka in you. Ich sage ihnen, du hast einen Kafka in dir. And as it happened with Kafka, some of the meditators I meet, they really sometimes punish themselves without knowing that they are doing that. So wie es mit Kafka passiert ist, sehe ich auch, dass es bei vielen Meditierenden, dass viele Meditierende sich selbst bestrafen für diese Schuld. Some of them tell me that when they are unable to focus their attention on breathing, they feel guilty. Einige sagen mir, dass wenn sie versuchen, sich auf den Atem zu konzentrieren, sich schuldig fühlen. Wenn sie nicht in der Lage sind, sie da. Ach so,
Einige sagen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich auf den Atem zu konzentrieren, fühlen sie sich schuldig. No Sri Lankan would ever tell me that they suffer from guilt because they are unable to focus on breathing. Kein Mensch aus Sri Lanka würde mir erzählen, dass er sich schuldig fühlt, weil er sich nicht auf den Atem konzentrieren kann. Die können das halt. Die können das einfach. Another difference that I encounter is the tensions that people carry in their body. Ein anderer Unterschied, dem ich begegne, betrifft die Spannungen, die die Menschen in ihren Körpern mit sich herumtragen. When one meditates in this sitting posture, you are bound to have physical pain. Wenn jemand in dieser Sitzposition meditiert, ist es unumgänglich, dass er auch körperlichen Schmerz erlebt. But I have been discovering over the years that some Westerners that I have been meeting would have tensions in their body. Aber über die Jahre habe ich entdeckt, dass einige Menschen aus dem Westen, die meditieren, Verspannungen oder Spannungen in ihrem Körper haben, which doesn't seem to be related to physical pain that one experiences while sitting. die anscheinend nichts damit zu tun haben, nichts mit dem körperlichen Schmerz, den man durch das Sitzen erlebt, zu tun haben. And sometimes I have been exploring the possible connection between a tension in the particular part of the body and the corresponding repressed emotion. Ich habe also öfters versucht herauszufinden, was diese Spannungen im Körper mit den korrespondierenden unterdrückten Emotionen zu tun haben. Generally speaking, I have found that tensions in the area of the stomach can correspond to repressed fear. Allgemein gesagt habe ich herausgefunden, dass Schmerzen in der Bauchgegend, in der Magengegend mit unterdrückter Angst zu tun haben können. Tensions in the area of the shoulders can perhaps indicate repressed anger or the need to give and receive affection and attention. Spannungen in der Schultergegend können mit Ärger zu tun haben oder dem unterdrückten Gefühl nach Anerkennung oder Liebe. And I have been encountering people who have even are affecting their ears and eyes in relation to what they seems to be denying or repressing. Ich habe sogar Leute getroffen, die mit ihren Augen oder Ohren Probleme hatten, die eben mit unterdrückten Emotionen auch zu tun hatten. To give an example, I met a girl who was virtually going blind in eyes. Um ein Beispiel zu geben, ich habe ein Mädchen getroffen, die bei der die Tendenz da war, zu erblinden. And when I questioned her and when I probed her further, I realized that it was refusal or not wanting to see certain things. Und als ich sie besser kennenlernte, fand ich heraus, dass es etwas damit zu tun hatte, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht sehen wollte. Not that there is no repression in Sri Lankan culture. Es ist nicht so, dass es in der sri lankischen Kultur kein Unterdrücken gibt. But at least I have not been encountering this kind of tension which corresponds to these repressed emotions. Aber ich habe zumindest keine Spannungen bei Sri Lankern erfahren,
die mit solchen unterdrückten Emotionen zu tun haben. On this point I have no theory. Zu diesem Punkt habe ich keine Theorie. And I am really curious to find out the possible reasons for this difference. Und ich bin sehr gespannt darauf oder neugierig, die möglichen Gründe für diesen Unterschied herauszufinden. This doesn't mean that Sri Lankans don't suffer from psychosomatic illnesses. Dies bedeutet nicht, dass Sri Lankaner nicht an psychosomatischen Krankheiten leiden. But at least in meditation, I have not been encountering this problem that I presented. Aber zumindest bezüglich Meditation habe ich bei keinem Sri Lankaner dieses Problem gefunden. Another difference that I have been encountering is Ein anderer Unterschied, den ich begegnet bin, is what I call the problem of perfection. Ist das, was ich das Problem der Perfektion nenne. I think generally speaking in the Western culture there is a lot of emphasis on being perfect. Ich denke allgemein gesagt, dass in der westlichen Kultur eine sehr starke Betonung auf Perfektsein ist. So there seems to be a fear of making mistakes. Es scheint eine starke Angst zu geben, Fehler zu machen. And when people from such cultures take to meditation, they always want to be the perfect meditator. Wenn solche Leute von solchen Kulturen anfangen zu meditieren, dann wollen sie immer die perfekten Meditierer sein. And this can create a lot of tension and restlessness. Und das kann natürlich sehr viel Spannung und Rastlosigkeit bringen. To illustrate the difference, I like to mention an incident which I encountered some years ago. Um den Unterschied zu illustrieren, würde ich gerne ein Ereignis berichten, was ich einige Jahre zuvor erlebt habe. When I was traveling in a train Als ich in einem Zug gereist bin, in Vienna, in Wien, an announcement was made in that language which I could not understand. wurde eine Ansage gemacht in einer Sprache, die ich nicht verstehen konnte. But I noticed all the people looking at the watches and showing a lot of concern and anxiety. Aber ich sah die Leute alle auf ihre Uhren gucken und sie sahen sehr besorgt aus. And when I asked them, they said the train is going 5 or 6 minutes late. Und als ich sie fragte, sagten sie, der Zug wird 5 oder 6 Minuten zu spät ankommen. In Sri Lanka, Auf Sri Lanka? well, I don't have to continue. Ich glaube, ich brauche nicht fortzufahren. This for me illustrates clearly Für mich illustriert dies ganz deutlich the idea of things being completely under control, to put it in another way. Um es anders zu sagen, die Idee, die Dinge perfekt zu kontrollieren. Where to a great extent things can be predicted. Dass die Dinge zu einem großen Maß vorhergesagt werden können. So that with that there is a kind of security that is created. So dass damit eine Art von Sicherheit geschaffen wird.
But that can be a false sense of security. Aber das kann ein falsches Verständnis von Sicherheit sein. Because one doesn't become open to insecurity. Weil man dadurch nicht, sich der Unsicherheit nicht öffnen kann. There is no opportunities to be vulnerable. Es gibt dann keine Möglichkeit, verwundbar zu sein. In Asian cultures, I think there are more chances Ich denke, in asiatischen Kulturen gibt es da mehr Möglichkeiten, to be open to insecurity. sich der Unsicherheit zu öffnen. And if one can learn to be really open to insecurity, that gives real security. Und wenn man lernt, sich der Unsicherheit wirklich zu öffnen, dann bringt dies wirkliche Sicherheit. Being open to insecurity is real security. Geöffnet sein für Unsicherheit ist wirkliche Sicherheit.